Unser Mini-Album wird insgesamt 5 Seiten haben mit den Maßen 15 x 15 cm. Und wir beginnen mit der Bindung. Und zwar handelt es sich hierbei um die Hidden Hinge Bindung. Dafür brauchen wir erstmal ein Papier mit den Maßen 15 x 22 cm. Damit man das alles besser erkennen kann, habe ich mir hier ein weißes Stück Papier genommen und die Linien aufgezeichnet, die gefalzt werden müssen. Also am Rand lassen wir jeweils links und rechts 4,5 cm. Dann machen wir unsere erste Falzlinie, dann nach 0,5 cm die nächste, dann nach 1 cm, dann nochmal nach einem Zentimeter, dann wieder 0,5 und so weiter. Und die gestrichelten Linien bilden sozusagen die Abstände zwischen den Seiten. Und das hier sind unsere 5 Seiten. Jetzt werden wir das Ganze also erstmal falzen. Ich habe mir hier die Abstände mit Bleistift an den Rand gezeichnet. Werde dann jetzt ein Lineal nehmen, um das dann zu falzen. Ich halte also das Lineal an meine Markierung, nehme Falzbein und falze das Papier. Wir haben jetzt insgesamt 17 Falzungen gemacht. Und als nächstes werden wir das jetzt alles so ein bisschen nachknicken. Das heißt, die ersten beiden Linien sind Talfalten. Die Linie zwischen den beiden 1 cm Abständen ist eine Bergfalte. Dann wieder 2 Talfalten, eine Bergfalte, 2 Talfalten und so weiter. So, und jetzt kann man schon so ein bisschen erkennen, wie das am Ende aussieht. Das heißt, wir werden also immer diese beiden 1 cm Streifen zusammenkleben. Also auf der Rückseite jeweils auf eine Seite dieser beiden 1 cm Abstände ein doppelseitiges Klebeband anbringen und das dann zusammenkleben. Mein schwarzes Papier habe ich jetzt auch so geknickt. Also, wir drehen das also um und kleben, wie gesagt, das Klebeband auf die eine der beiden 1 cm Streifen. Und dabei achte ich darauf, dass ich das Klebeband nicht auf die gefalzte Linie klebe, sondern ein Stück daneben. Nachdem wir das jetzt beklebt haben, werden wir also immer diese Seite mit dem Klebeband und die gegenüberliegende Seite zusammenkleben, sodass sich dann diese 5 Erhebungen ergeben. Also wir ziehen das Klebeband ab und knicken das zusammen. So. Und das machen wir mit den restlichen auch so.
So. Und wenn wir das umdrehen, sehen wir jetzt diese 5 Streifen. Wir knicken das alles jetzt auch noch mal in die andere Richtung, damit sich die Seiten dann am Ende gut umknicken lassen. So, und dann ist die Basis unserer Bindung fertig. Als nächstes kommt das Buchcover dran, und zwar habe ich da Graupappe genommen, die ca. 1 mm dick ist. Da habe ich mir 2 Teile ausgeschnitten, die jeweils eine Größe von 17 x 16 cm haben. Und zwar liegt das daran, dass unsere Seiten ja 15 x 15 cm groß werden. Und das Cover soll an diesen 3 Seiten jeweils 1 cm größer sein. Der Rücken hat die Maße 17 x 3 cm. Und das Ganze werden wir jetzt auf dieses Papier kleben. Und das hat die Maße 23 x 43, weil das an allen Seiten jeweils ca. 3 cm größer ist als das gesamte hier. So, ich fange jetzt einfach damit an, hier Klebeband anzubringen. Das Klebeband ist angebracht und beim Aufkleben achte ich jetzt darauf, dass neben dem Buchrücken ein Abstand besteht, der circa so breit ist, wie die Pappe dick ist. Also der kann auch ein bisschen breiter sein, also so 1 mm bis 1,5 mm kann der Abstand sein. Das sorgt dann dafür, dass wenn wir das Buch zuklappen, dann nichts von dem Papier reißt. So, ich werde jetzt die Schutzfolie entfernen und das dann ankleben. Ich habe mir hier auch schon eine kleine Markierung gemacht, damit ich ungefähr weiß, wo ich es ankleben muss. So, und als nächstes werde ich hier die 4 Ecken abschneiden. Als nächstes werden wir jetzt mit Hilfe eines Falzbeins alle Seiten schon ein bisschen vorknicken, damit wir die später besser ankleben können. So, ich habe jetzt schon mal Klebeband angebracht und als nächstes kleben wir das einfach alles auf unsere Graupappe. So, wenn das gemacht ist, nehmen wir uns unser Falzbein und falzen hier die Stelle zwischen Buchrücken und Buchseite, damit wir das dann im Anschluss besser knicken können. Als nächstes werden wir die Bindung an den Buchrücken ankleben und da müssen wir einen wirklich sehr starken Kleber benutzen. Ich habe jetzt 2 Komponentenkleber, den werde ich gleich anmischen und dann hier anbringen und das dann festkleben.
Und hierbei müssen wir darauf achten, dass unsere äußeren Falzlinien bündig zu diesen Falzlinien neben dem Buchrücken liegen. So, der Kleber ist jetzt getrocknet. So sieht das jetzt aus. Es ist nicht schlimm, wenn hier so ein paar Klebespuren drauf sind, weil da kommt dann ja eh noch Motivpapier drauf. Und als nächstes werden wir jetzt unsere Streifen mit Klebeband bekleben. Und zwar habe ich da Klebeband, was ein bisschen stärker ist. Und da kommt auf jede Seite jeweils ein Klebeband drauf. Wenn das Klebeband dann angebracht ist, werden wir hier noch die Ecken abschneiden, damit wir dann später die Seiten besser anbringen können. So, dann wären wir auch schon fertig mit dem Buchcover und der Bindung. Ich möchte euch aber trotzdem noch mal kurz erklären, wie das mit den Seiten funktioniert. Und zwar habe ich mir da einen Streifen ausgeschnitten, der 15 x 31 cm lang ist. Dann habe ich ihn gefalzt nach 15 cm und dann nochmal nach 15 cm, sodass hier am Ende noch ein Streifen von 1 cm übrig bleibt. Das wird dann zusammengeklebt, indem wir hier ein Klebeband anbringen. Dann haben wir sozusagen hier zwei Öffnungen, einmal hier und einmal hier. Und an einer Öffnung werden wir das Ganze hier an unsere Bindung ankleben und haben dann sozusagen eine Art Tasche, wo wir dann noch einen Tag reinmachen können. Und so funktioniert das ganze Prinzip.